BMW E30, absoluter Klassiker in einem sehr schlechten Zustand. Wir gucken mal, was geht. Willkommen mal wieder zu einem Projektvideo. Wir haben hier wirklich ein richtig schönes Auto, ein E30 mit einer großen Ausstattung in. Wie sollte es anders sein? Uni-schwarz und in einem echt schlechten Zustand. Wir wollen hier mal rausholen, was geht, dabei so viel Lack erhalten wie möglich, ein gutes Ergebnis erzielen und nehmen euch einfach mal durch unseren Prozess mit, erklären euch, was wir da machen, warum wir es machen und sehen uns dann am Ende auf jeden Fall nochmal wieder. Ja, starten wir gleich mit den Vorherbildern. Ich glaube, ich lasse ein paar Bilder für sich sprechen, werde die eine oder andere Sache sagen. Generell ein, ich sag mal, mäßig gepflegtes Auto, was einfach schon viele Jahre auf dem Buckel hat. Lacktechnisch leider eine ganze Menge unsachgemäße Wäsche gesehen hat. Das sieht man jetzt hier auf den Bildern. Boah, da ist richtig was zu tun und bei so einem Zustand kann man auch nie vorher sagen, was wirklich alles geht und wie das Ergebnis wird. Das muss man mit den Kunden besprechen. Gerade bei so alten Autos, wo man natürlich auch Substanz erhalten will, ist man da sehr beschränkt. Aber wir gucken auf jeden Fall hier mal, was geht und starten gleich mit der Wäsche. Wir fangen als allererstes mit der Unterbodenwäsche an, hat einfach den Grund, dass der Schmutz nach oben spritzt und auf den Lack spritzt und wir das dann gleichzeitig mit abspülen können. Gleich danach sind die Felgen dran, beziehungsweise man kann auch erst die Felgen einsprühen, die Unterbodenwäsche machen, dann die Felgen abspülen, genauso wie das restliche Fahrzeug. Das macht der Tim hier mal. Wir zeigen euch einfach mal die Zeitrafferaufnahmen der gesamten Reinigung. Beginnt bei den Felgen über den Lack bis hin zum Trocknen. Alle Produkte, die wir verwendet haben, findest du unten in der Videobeschreibung. Also wenn du wissen willst, welcher Felgenreiniger, welche Bürste und welche Lack- oder weiteren Reinigungsmittel verwendet wurden, klick einfach mal unten in die Beschreibung und guck dir an, was wir benutzt haben. So viel will ich jetzt hier gar nicht reden, sondern lass einfach mal ein bisschen die Bilder sprechen. Lackreinigungsknete extrem wichtig bei so einem alten Lack. Da sind allerhand Anhaftungen drauf, hat man hier auch kurz im Bild gesehen. Also das ganze Auto gründlich geknetet. Wir haben jetzt hier eine blaue Lackreinigungsknete genommen, also eine ohne Schleifmittel. Einfach weil wir vermeiden wollten, uns noch mehr tiefe Spuren reinzumachen. Wir haben an dem Auto schon genug zu tun. Und dann sind wir lieber öfter mal mit der blauen rübergegangen. Und auch hier sehen wir Wasserlachen auf dem ganzen Auto. Da kommt das Trockentuch kaum richtig hinterher. Aber wir wollen natürlich nichts verwenden, was jetzt hier irgendwie silikonhaltig ist oder versiegelungshaltig. Das würde beim Polieren stören. Und jetzt sieht man auf jeden Fall auch nochmal den Lackzustand, was da im Argen ist. Wir starten gleich durch mit dem Testspot. Man sieht hier gleich Sonax Hybrid Wheelpad, relativ harte Kombination mit der Sonax Ultimate Cut. Wir haben hier verschiedene Testspots gemacht und sind am Ende wirklich zu einem schönen Ergebnis gekommen. Aber bevor wir uns das ansehen, würde ich sagen, spannen wir euch noch ein bisschen auf die Folter, zeige euch noch mal ein paar Bilder von der Lackaufbereitung und dann zeigen wir euch, was am Ende wirklich bei rausgekommen ist. Hier vielleicht ganz gut zu sehen, Cabrio verdeckt, bitte immer die Kante abkleben, selbst mit Politur, die eigentlich keine Rückstände auf Kunststoffe macht, wie zum Beispiel die Sonax Politurserie, wird aber sich im Stoff in der Tiefe der Faser ablagern, das kriegt man ganz schön wieder raus, also einfach eine kleine Bahnklebeband, dann ist das auch kein Problem. Zwischenzeitlich ging es auch an den Innenraum, da war gar nicht so viel zu tun, der war relativ gepflegt. Wir haben eine Lederreinigung gemacht, er hätte eine kleine Lederreparatur haben können, wollte der Kunde in dem Fall nicht. Also einmal eine gründliche Reinigung aller Oberflächen bei so einem alten Fahrzeug. Ist da mit Sicherheit schon viel Schmutz in den Teppichen, also auch wenn sie augenscheinlich sauber sind, haben wir sie nochmal nass gereinigt, das heißt schamponiert, aber vor dem Schamponieren natürlich und vor den weiteren Reinigungen immer erstmal den Sauger einsetzen, damit der ganze lose Schmutz raus ist und nicht durch die Gegend fliegt oder wir am Ende noch Kratzer mit verursachen. Wie schon angekündigt, Lederreinigung hat er komplett bekommen. Hier seht ihr gerade Marcel an der Reinigung der Rückenlehne. Wir haben dafür das Interior Scrub Pad von Glossboss verwendet. Man sieht hier, was da für ein Dreck runterkommt. Zusammen mit Colorlock Lederreiniger stark. Das hat wirklich hervorragend funktioniert. Details sind auch manchmal alles. Also hier in dem Fall auch wirklich mit von Hand die Chromapplikation um den Grill poliert. Und auch hier sieht man natürlich wieder, wie der Glanz zurückkommt. Hat sich gelohnt. Die Scheinwerfer haben wir auch poliert. Also wir haben im Endeffekt versucht, hier wirklich alles zu geben, was da ging. Und selbst bei so einem Scheinwerfer hat sich das schon gelohnt. Wir haben die Trübung rausgeholt.
genommen und das lohnt sich wirklich. Motorraumreinigung mit Trockeneis wird hier durchgeführt. Hat einfach den Grund, dass wir bei so einem alten Auto nicht mit Wasser an die Oberflächen wollen und uns dadurch irgendwelche Schäden an der Elektronik oder am Fahrzeug verursachen wollen. Und wenn wir gerade dabei waren, gleich außen weitergemacht mit der Trockeneisreinigung nach der Politur, um alle Ritzen und Kanten nochmal sauber machen zu können und um die Politurreste oder Politurstaub aus der Ecke zu holen. Und dann ging es auch schon ans Wachs. Für alle, die fragen, Trockeneis ist komplett unbedenklich, macht hier nichts kaputt. Einzig auf Leder sollte es nicht angewendet werden, aber sonst auch bei einem alten Auto kein Problem. Wir haben uns entschieden, das Surfaces Hybrid Cream Racks oder Surfaces Cream Racks maschinell aufzutragen, um einfach eine dünnere Schicht zu bekommen und ein schöneres Ergebnis, weil wenn man zu dickes Wachs auf Unischwarz aufträgt, kann man auch wieder Wachshologramme bekommen. Das war der E30. Ich finde, es ist wirklich ein schönes Projekt geworden, schönes Ergebnis und das Auto ist jetzt wieder standesgerecht hergestellt, wirklich ein schöner Zustand und erhaltenswert. Hat auf jeden Fall riesengroßen Spaß gemacht, auch wenn der Lack wirklich extrem kompliziert war, sehr weich war und uns die ein oder anderen Kopfschmerzen bereitet hat, hat sich das für das Ergebnis gelohnt. Ich danke dir fürs Zuschauen, abonniere unseren Kanal, drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, hau rein!